Also, wir haben uns halt dabei gedacht, wir werden jetzt mal eine Tierlist machen. Es werden 3 Tierlisten kommen, in separaten Videos aber. Einmal Free-to-Play, 101 und AOE. Es geht hierbei alleine nur um den FWC-Server, nicht um die normalen Server. Und dabei werde ich berücksichtigen, was ist teuer, was macht am krassesten Damage, wie würde ich vorangehen. Aber bitte denkt daran, ne, 101-Klassen, dann kommen AOE-Klassen und dann kommt die Free-to-Play-Variante. Wir kümmern uns jetzt erstmal komplett um die 101-Klassen. Das ist meine Tierlist. Das ist jetzt keine krasse Tierlist. Boah, da wurde Damage geboostet, da wurde Damage abgecheckt oder so. Es ist wirklich nur meine Intention, welche Klassen für mich krass sind und welche wiederum nicht. Welche, ne? Ja, und Ele ist natürlich auch dabei. So, dann fangen wir mal an mit der 101-Klasse. Damage her. Vom Damage. Wir gehen jetzt nicht von dem Geld her, ne? Nicht von den F-Coins. Wie viel kostet das Equipment, sondern vom Damage her. Weil manche Leute diskutieren so ein bisschen, was so Knight angeht mit BP, dann, ne, so in etwa. Also natürlich, wir wissen ja alle, der Blade ist Top-Tier, Damage-mäßig am Start. Natürlich muss man halt bedenken, wenn man den bei FWC machen will oder so, der wird verdammt scheiße teuer. Es ist die teuerste Klasse sogar. Dann würde ich sogar mitgehen, jetzt werdet ihr euch denken, hä, Domme, aber warum? Ich würde den Knight wahrscheinlich auch auf die S-Tier-Liste setzen. Ich habe den Knight oftmals selber gespielt und habe selber den Damage gecheckt. So, warum packe ich den überhaupt ins S-Tier? Weil für mich ist der Knight außerhalb von Damage halt tankier als der Blade. Hat Stun-Möglichkeiten. Natürlich hat der Blade auch Stun-Möglichkeiten und so. Aber der Knight hat halt so viele Möglichkeiten. Haben wir ja damals bei der Free-to-Play FEC Night Challenge gesehen. Ich hatte so viele Möglichkeiten mit Guard, mit den Stuns zu arbeiten. Selbst ohne Equipment konnte ich damit easy peasy gegen. Man musste halt nur gucken, wie man das Ganze macht natürlich, ne? So, dann würde ich aber auf Damage-mäßig den Build-Poster auf A setzen. Warum das Ganze? Wir haben natürlich hier noch den Ranger und den Jojo-Jester, ne? Mal davon abgesehen. Aber der Build-Poster ist für mich einfach Tier A, weil du erstens, du hast den Stun. Stonehand, du gehst in den Tower rein, hast 0 Probleme. Du kannst halt komplett einfach Tower-Ticket usen. Mit dem Tower-Ticket gehst du einfach rein und du stunst die Giants einfach weg. Du wirst keine Probleme haben, die werden die ganze Zeit gestunt, weil sie halt keine Probleme haben mit, ja, du hast einfach diesen Schutz nicht, den Giants normalerweise haben. Sprich, die können durchgehend gestunt werden, im Gegensatz zu Open World Giants zum Beispiel. Und deswegen sage ich, BP A-Tier. Das Problem ist halt bei BP, das Talin-Set, ne, muss man usen. Aufgrund dessen, wegen der Crit-Rate und so weiter, Attack-Speed. Attack-Speed bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob Talin auch Attack-Speed gibt. Aber er hat halt, er braucht es. Das Talin-Set ist ein Muss. Und meiner Meinung nach kommt der erst so an Damage ab 75. Also mit dem Alex-Set, mit dem Hiss-Knuckle, aufgrund der Crit-Rate. Erst dann performt der langsam. Jetzt zwar noch nicht krass oder so, aber er performt langsam. Im Gegensatz zum Knight. Der Knight performt am Anfang überhaupt nicht. Ich weiß, ST und so, aber der Knight performt nach meiner Meinung erst ab 105. Erst ab 105 mit 105er Set. Erst dann performt der und richtig krank performt der halt ab 135. Ne, wenn du das 101-Set hast, Bloody Executioner, da performt er meiner Meinung nach am heftigsten. Natürlich, man kann auch jetzt ab Level 60 Sword and Shield gehen oder Axe and Shield, das ist halt natürlich euch überlassen. Ich habe ja halt in der Challenge leider mit 2 Hand-Äxten direkt fighten müssen. Sogar mit der G... mit der G Big X und mit der His Big X. Aber ich muss schon sagen, es ging aber trotzdem fit. Es ging trotzdem extrem fit. So, ich hatte gar keine Probleme damit. War für mich, für meiner Meinung nach, easy. So, dann würde ich den Ranger, und jetzt kommt's, der Ranger und der Jojo-Jester. Jetzt werdet ihr euch fragen, Domme, warum Ranger und Jojo-Jester mäßig? Und zwar sind diese beiden Klassen eigentlich früh Performer, würde ich sagen, weil der Jojo-Jester an sich, wenn du ihn richtig stattest, wir packen den erstmal auf B. Okay, wir packen den erstmal auf B, dann erkläre ich euch was dazu. Vielleicht habt ihr ja selber noch einen Einfall dazu. Vielleicht sagt ihr, hey Domme, ich sehe das nicht so. Natürlich, ihr müsst halt wissen, ist ja halt meine Tierliste, wie ich denke. Es gibt nämlich 2 Alternativen halt zum Jojo-Jester. Es gibt einmal die Alternative, ey, ich statte Dex und hol mir über mein Equipment mehr STR raus. Oder ich statte pur STR und hole mir über das Equipment Dex. Natürlich, wie ihr mich kennt, ich fahre nicht die Main-Klassen, also die Main-Strategien, sondern ich
konzipiere mir immer eigene Strategien. Bei dem Yoyo Jester war das nämlich so gewesen, ich bin halt mit dem Equipment auf STR geblieben und habe stattdessen Decks gestattet. Machen sehr, sehr wenige, wirklich sehr, sehr wenige. Aber ich habe mir halt gedacht, ey, wenn ich eine bestimmte Anzahl Decks statte, dann habe ich aber trotzdem noch die Möglichkeit über mein Equipment und über die Ringe mehr Damage rauszuholen. Das heißt, wenn ihr halt equipmentmäßig Decks drin habt, sprich jetzt Dexion-Ringe, ne, oder Deck-Stattungen auf euren Sets, Waffen, dann habt ihr das Problem, ihr macht zwar vielleicht ein bisschen mehr ihr habt ein bisschen mehr Crit-Rate, aber das ganz große Problem ist dahinter, ihr könnt euren Damage dann nicht mehr erhöhen. Es geht einfach nicht. Weil, wow, du hast einen Dexion oder einen Dex-Ring, den uppst du ein bisschen, das war's. Aber wenn du Dex gestattet bist, dann kannst du einen Vigor meinetwegen plus 20, kannst du natürlich nicht mit dem Level anziehen, aber dann kannst du den Vigor, ne, einfach gesagt, auf plus 20 hauen und dann hast du einfach immer noch einen Damage-Boost. Und deswegen habe ich immer zu mir gesagt, den Yoyo Jester werde ich immer mit Dex-Stattung spielen. Natürlich müsst ihr das Ganze abwägen, wie viel Decks ihr reinknallt, ne? Es gibt halt mehrere Sprünge und ich habe immer 2 Sprünge gemacht, ne? Sprich, ich habe mich einmal gebufft und habe dann 2 Sprünge gemacht. Die Sprünge sind jetzt zum Beispiel, ich erkläre das euch einmal. Wir haben Attack Speed jetzt gerade 56. Ich statte ein Dex dazu, danach habe ich auf einmal 60 Attack Speed. Versteht ihr? Und normalerweise ja, wenn du immer ein Dex reinballerst, 2 Decks, da passiert ja nicht viel. Aber es gibt halt Sprünge in dem System und ich mache das bis zu 2 Sprüngen. Sprich dann von 56 auf 60 und dann sehe ich auf einmal von 60 auf 67% zum Beispiel Attack Speed. Dann mache ich halt diese 2 Sprünge und das war's. Und das hat mir auch geholfen und gereicht. Wir haben auch bis Korallinsel damit gespielt, easy peasy. Und jetzt mal davon abgesehen, wie du stattest, ne? Jetzt zum Beispiel den Knight kannst du auch ein bisschen Deck statten oder so. Oder den BP. Aber ich denke mal ab Mai, natürlich, ihr könnt das auch vorher machen bei FWC. Ich denke aber ab Mai könnt ihr halt easy peasy euch auch einen Battle Pass kaufen. Ne? Dann habt ihr eine zweite Stat-Page oder so, falls ihr nicht damit zufrieden seid oder so. Und das würde ich euch auch natürlich empfehlen. Jetzt kommen wir aber zum großen Problem. Und zwar, diese beiden Klassen. Der Ranger und der Yoyo Jester brauchen genau dasselbe Set. Sie brauchen das 45er Cruiser Set, ne? Weil 101 und so weiter, ihr wisst ja, sind halt 101 Sets. Und was ich euch trotzdem aber noch dazu sagen wollen würde beim Yoyo Jester ist, levelt diese Klasse nicht STR bis Level 60. Bei Gott, bitte macht das nicht, ihr rackert euch ab. Levelt Yoyo Jester bis Level 60 pur Dex mit einem Bogen. Ohne Scheiß. Ihr rackert euch sonst alles ab. Auch erst recht bei FWC-Start wird das komplett eine Katastrophe. Geht, pur Dex, holt euch einen Bogen, dann macht ihr bis Level 60. Da braucht ihr auch keine Angst haben. Ab Level 15 kriegt ihr nämlich einen Reskill und ab Level 60 kriegt ihr Restat. Also das wird automatisch gemacht, ihr könnt eure Punkte normal verteilen. Deswegen braucht ihr da keine Angst haben. So, deswegen sage ich Yoyo Jester B-Tier, weil er auch halt Illusion hat. Fastwalker hat der Ranger natürlich auch. Aber er hat auch noch Perfect Block, was halt auch ziemlich nice ist. Und deswegen habe ich auch damals auch den Yoyo Jester gemaint und gerne gespielt, auch wenn er im Damage-mäßig nicht so gut ist. Und das müsst ihr euch halt auch bewusst sein, am Ende, wenn ihr Endgame-Gear habt, dann stinkt ihr komplett ab. Dann stinkt ihr gegen alle Klassen komplett ab. Weil der Yoyo Jester leider am Ende nicht so krass skaliert, wie er skalieren sollte. Aber man weiß es ja nicht, vielleicht kommt ja im FWC oder nach dem FWC ein Update, wo die dritten Job-Changes kommen und auf einmal könnte auch theoretisch vielleicht der Yoyo Jester zum Beispiel die beste Klasse werden. Maybe. Aber das weiß man nicht. So, warum packe ich jetzt zum Beispiel den Ranger auf B-Tier? Ich könnte natürlich sagen, ich gehe jetzt auf C, D, aber jetzt wird eine Sache kommen, die euch vielleicht wundert. Ich habe ja eigentlich ja Ranger auf B, aber für mich ist Ranger A. So, ich sag ja, meine Liste. Warum habe ich den Ranger jetzt auf A-Klasse gepackt? Jetzt werdet ihr euch denken, aber Bruder, der macht doch nicht so viel Damage. Warum packt er den auf A? Ganz einfacher Mindset, 5-Head-Chat. Der Ranger ist einfach ein krasser Allrounder. Er macht nicht den krassesten Schaden, überhaupt nicht, aber er ist halt Allrounder. Ihr könnt mit dem 135er-Set und mit dem Bloody Bow einfach AOE'n. Dann nehmt ihr euch ein HP-Pad, ein solides oder ein Kack-HP-Pad meinetwegen. Ihr geht pur Dex, ihr habt genug Block, ihr könnt AOE'n. Kein Problem. Ihr habt keinen Bock mehr auf AOE'n, ja, okay, dann mache ich den Hit-and-Run AOE. Könnt ihr auch. Easy peasy machen. Er hat genug Skills. Dadurch, dass ihr jetzt einmal Frost Arrow hat, Flame Arrow, Arrow Rain und er hat nochmal einmal diesen einen Ranger-Skill, wo ihr die noch knockbacken könnt. Das gibt euch auch nochmal viel Zeit fürs AOE, für Hit and Run. Das ist halt
So, deswegen sage ich, es ist halt geil. Jetzt kommt halt noch die Sache dazu, dass ihr auch einfach mit dem 101 könnt. Natürlich, wie gesagt, er macht halt nicht so viel Schaden wie alle anderen Klassen. So, er ist vom Damage her wirklich stinkig. Aber er ist wirklich ein Allrounder. Und theoretisch eine Anfängerklasse. Theoretisch. Das Problem ist halt bei dem Ranger, bis auf die AOE-Sets, ist Ranger auch arschteuer. Wenn nicht sogar die zweiteuerste Klasse, ne? Wenn nicht. Also, kann sein, dass es nicht so ist, ne? Muss man gucken, wie dieses FEC so ist. Weil die Leute halt diesen Ranger auch gerne für GW und PvP genommen haben. Weil er da drin auch ein kleines Biest ist, wenn ihr im Team spielt. Deswegen würde ich sagen Ranger. Aber Ranger braucht ihr auch für ein 40er Set, ne? Pur Dex, ein Flamebau am besten, G-Bau, Hilfsbau. Aber ihr könnt halt auch einfach bis Endgame AOE hin, so. Natürlich braucht ihr irgendwann einen Hernesbau, damit ihr überhaupt soliden Schaden noch macht. Aber so Asria solltet ihr keine Probleme haben. Pur-Dex, ich habe auch mit 135er Set Pur-Dex gelevelt bis 140 und es war auch kein Problem für mich. Und ja, also das ist erstmal mein Top-Tier, die Top-Tier. Jetzt kommen wir natürlich zu den Klassen, die halt nicht so knorke sind. Der Zeitkeeper. Zeitkeeper ist halt AOE-mäßig eigentlich auch ein Biest, ne? Mal davon abgesehen, AOE-mäßig ist wirklich ein krasser Biest so. Aber das Problem ist halt einfach, er macht halt nicht so viel Schaden, wie er machen sollte. Das gleiche kann man auch natürlich zum Elementor sagen. Elementor ist hundertprozentig D. Weil Elementor ist 101-mäßig halt einfach Ass. Ist einfach Ass. Du kannst mit zum Beispiel Zeitkeeper und Elementor. Du kannst natürlich es machen, aber du wirst Jahre brauchen und vielleicht wirst du es auch manchmal nicht schaffen. Du kannst natürlich mit denen auch CW laufen und so auf Easy, Meteor Easy, aber das war es auch. Und ich glaube nicht, dass ihr euch dahin abrackern wollt. Das würde halt zu lange dauern. Das wird euch zu viele Probleme machen. Ich habe schon den einen oder anderen Pinol gesehen, der mit einem Elementor gegickt hat. Ja, das gibt es auch. Aber ich glaube, das ist mehr schlecht als recht. So. Die Sache ist, warum packe ich Zeitkeeper nicht auf D? Ist halt der Grund, weil der Zeitkeeper halt am Anfang gut gegen kann. Ja? Dafür, dass er am Ende abscheißt, kann er am Anfang gut gegenhalten, ne? Der hat halt eigentlich einen soliden Schaden. Ihr könnt euch wegblinkpoolen und so. Aber je höher das geht, desto schlechter wird er beim Gegner natürlich. Ja. Und deswegen würde ich euch auf jeden Fall die beiden Klassen für 101 auf keinen Fall empfehlen. Zum Leveln oder zum Gegen auf keinen Fall. So. Jetzt kommt der Ringmaster. Jetzt werdet ihr euch denken, Domme, wo packst du den hin? Chat, ich sage es euch, wie es ist. Ich weiß es selber nicht. Ihr werdet jetzt staunen. Ich schwanke aber zwischen B und C. Ja, Ringmaster, B und C. Ringmaster an sich ist kein 101. Alter, kannst du einfach nicht vernünftig leveln. Bis Level 60 mit Moonbeam oder ein paar Level darüber kannst du natürlich leveln. Das mal außen vor. Aber Korallinsel oder irgendwie sowas. Kannst du vergessen. Das natürlich, ne? Jetzt sage ich aber auch den Hauptgrund, warum er kein D ist bei 101. Ich pack den erstmal auf C. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum, Domme? Hä? Es geht doch um 101-Sachen hier. An sich ist er beschissen im 101. Bis aufs Gegen. Ja, ihr hört richtig. Das rettet ihn nämlich vor den D-Rang. Er kann gegen. Koralleninsel kann er gegen. Asria kann er gegen. CW und so kannst du auch machen. Dauert Jahre. Aber du kannst trotzdem mit ihm gegen und 101. Du hast Merkaba. Du hast HC. Du hast Moonbeam. Du hast, was hast du? Barriere hast du. Du hast Holy Guard. So, wenn du bei Aatrox bist, hast du Tiala. Ne? Also wenn du bestimmtes Equipment hast, dann sollte sogar 101 gegen einfach kein Problem sein. Man hat es ja oftmals hier bei mir im Stream gesehen, auf YouTube. Und das wäre meine Tierlist der 101s. Ich weiß, nicht jeder sieht die Tierlist so wie ich. Jeder hat eine andere Meinung. Deswegen, das ist meine Tierlist, so denke ich. Das ist die 101 Tierlist.